Auch dieses Jahr habe ich eine kleine Erdbeerserie vorbereitet und den Anfang, den macht eine feine Erdbeergalette. Hallo Nico hier, schön dich zu sehen. Wir haben uns hier eine Hütte direkt neben dem Erdbeerfeld gebucht. Da ist der Weg nicht so weit bis zum Pflücken. Und genau das mache ich jetzt auch erstmal und dann legen wir los mit dem Backen. Und wenn wir dann genügend Erdbeeren gepflückt haben, können wir uns um den super knusprigen Mürbeteig kümmern, genauer gesagt um den Pie-Teig. Dafür schneide ich mir hier als erstes 115 Gramm eiskalte Butter in etwa 1 cm große Stücke und stelle die Butter sofort wieder kalt. Die Butter muss so kalt wie möglich sein, damit sie nicht mit den anderen Zutaten verschmilzt, sondern noch als kleine Stücke zurückbleibt. So ähnlich wie bei einem Blitzblätterteig, aber dazu kommen wir gleich. Als nächstes gebe ich hier 220 Gramm Weizenmehl Typ 55, 30 Gramm Zucker und eine Prise Salz in meinen Mixer. Alle Zutaten stehen übrigens auch noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Dort befindet sich auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Man kann den Teig auch von Hand mischen und kneten, die Gefahr ist dann aber groß, dass die Butter durch die Wärme der Hände schmilzt. Die Butter soll aber in kleinen Stückchen im Teig vorhanden bleiben. Beim Backen schmelzen diese kleinen Buttertropfen, das enthaltene Wasser verdampft und der entstehende Dampf lockert den Teig an dieser Stelle auf. Da das an ganz vielen Stellen gleichzeitig im Teig passiert, wird er dadurch locker und fein knusprig. Deswegen vermische ich die Zutaten kurz mit Hilfe der Pulsfunktion von meinem Mixer und nehme erst dann die Butter aus dem Kühlschrank. Die Butter dazugeben und mit Hilfe der Pulsfunktion so lange mixen, bis die Butter in feine Stückchen zerhackt wurde. Das kann man leider nicht so gut sehen, aber Tröpfchengröße beschreibt es, denke ich, ganz gut. In jedem Fall nicht zu lange mixen, da wie gesagt die Butter sonst warm wird und schmilzt. Um alles miteinander zu verbinden, geben wir nach und nach 60 Gramm oder 60 Milliliter eiskaltes Wasser dazu, während der Mixer am Laufen ist. Wenn alles gerade so zu einem Teig zusammenhält, sofort aufhören zu mixen. Den Teig auf der Arbeitsfläche kurz zu einer Kugel formen, in eine Schüssel legen, abdecken und eine Stunde kühlen. Sei so lieb und unterstütze mich, indem du kurz auf den Daumen nach oben drückst, damit YouTube erfährt, dass dir das Video gefällt und hilfreich ist. Sei auch so gut und hilf mir dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! So, genug Eigenwerbung. Weiter geht's mit unglaublich leckeren Erdbeergaletten. Während der Teig kühlt, können wir schon mal ein paar Stücke Backpapier zurechtschneiden. Der Teig reicht für 4 Galetten. Wir brauchen also theoretisch 5 Stück Backpapier mit etwa 20 x 20 cm Seitenlänge. 4 Stück, auf denen der Teig ausgerollt wird und 1 Stück, um es zwischen dem Backpapier auszurollen. Das habe ich jetzt schön kompliziert ausgedrückt. Das Gute ist, wir sehen ja gleich, was ich damit meine. Außerdem verrühre ich einen Esslöffel Milch mit einem Eigelb in einer Schale. Das wird unsere Glasur für eine schöne Farbe. Den Teig dann in 4 gleiche Stücke teilen und zu Kugeln formen. Der Teig, der gerade nicht verarbeitet wird, möglichst die ganze Zeit über kühlen, insbesondere dann, wenn es sehr warm ist wie bei mir. Also wir haben gerade, während ich das mache, so um die 35 Grad. Darum lege ich die anderen 3 Teigkugeln erst einmal wieder in den Kühlschrank. Die Teigkugeln dann zwischen 2 Blatt vom Backpapier so rund wie möglich ausrollen. Und als ich gerade damit anfangen wollte, ist mir eingefallen, dass es doch wesentlich einfacher sein sollte, wenn man den Teig erst mit Hilfe eines Tellers flach drückt. Danach lassen sich die Teigplatten ziemlich genau auf 16 bis 17 cm Durchmesser ausrollen, vor allem schön rund. Die Teigkreise sollten dann etwa 3 bis 3,5 mm dick sein. Der Teig wird durch das Ausrollen sehr weich und lässt sich nur schwer weiterverarbeiten. Daher staple ich die ausgerollten Teigplatten übereinander und lege sie kurz in das Eisfach, bis der Teig wieder etwas fester ist. So etwa 15 Minuten.
So lange können wir uns um die Erdbeeren kümmern. Wir brauchen 350 Gramm. Ich habe die Erdbeeren gewaschen, geputzt und geviertelt. Bevor wir die Galette damit füllen, geben wir die Erdbeeren in eine Schüssel und vermischen sie mit einem Esslöffel Mehl und mit 2 Esslöffeln Zucker. Das Mehl sorgt dafür, dass der austretende Fruchtsaft beim Backen abbindet. Wer möchte, kann auf den Zucker verzichten, aber ich mag's gerne süß. Die Teigplatten sind soweit wieder kühl und fester geworden. Ich verarbeite immer eine nach der anderen und lasse die restlichen Teigplatten so lange im Kühlschrank. Wie gesagt, wenn der Teig zu warm wird, ist er einfach zu weich, um ihn gut zu verarbeiten. Von den Erdbeeren jeweils ein Viertel in die Mitte der Teigplatte setzen und den Rand überlappend zur Mitte hin einfalten. Darum brauchen wir auch die einzelnen Stücke Backpapier, weil man den Teig damit schön falten kann, ohne dass er an den Fingern oder an einem Spatel kleben bleibt. Die gefüllten Galettes dann auf einen Teller oder ein Tablett legen und für 30 Minuten in das Eisfach stellen. Ich schneide noch kurz das überschüssige Backpapier ab, damit alle auf mein kleines Tablett und in das Eisfach passen. Der Teig kann dabei ruhig anfrieren. Je kühler, desto knuspriger werden die Galettes später. In der Zwischenzeit können wir den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Die gut gekühlten Galettes auf ein Backblech legen und die Teigoberfläche mit der Eimischung einstreichen. Jede Galette mit etwa einem Esslöffel Rohrzucker bestreuen und dann in den Backofen schieben. Die Galette in etwa 20 bis 25 Minuten goldbraun und knusprig backen. Anschließend herausnehmen und auf einem Gitter abkühlen lassen. Vor dem Servieren der Galette, die jetzt übrigens noch lauwarm ist, garnieren wir die noch mit ein paar gezuckerten Erdbeeren. Ui, ich halte das fast nicht aus. Ey. Mir läuft so das Wasser im Mund zusammen. Und Sahne. Ich meine, das ist total optional, aber sehr empfehlenswert. Also ich meine, wenn schon, denn schon. Ne? So, also der Nico, der hat jetzt hier gleich eine Erdbeerparty. Und bevor ich hier total durchdrehe, verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass du mich bisher begleitet hast. Vielleicht sehen wir uns ja gleich im nächsten Video wieder, in diesem köstlichen Erdbeervideo oder hier in einem von den Videos der letzten Erdbeerserie vom letzten Jahr. Das gesagt, also Nico verabschiedet sich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich habe mal wieder die Gabel von meiner Tochter gekaut. So, also ab in die Küche. Erdbeergalette machen gehen. Das ist mega lecker. Mhm. Mm. Oh. Unfassbar. Boah.